Lektion 1: Speiseerlebnis in einem Restaurant. Hallo Anna, ich hatte kürzlich ein wunderbares kulinarisches Erlebnis in einem neuen Restaurant. Hallo John, das klingt spannend. Wie war die Atmosphäre, als Sie eintraten? Nachdem wir das Restaurant betreten hatten, kam sofort ein Kellner, um uns eine Speisekarte zu servieren, die eine einladende Stimmung erzeugte. Das ist großartig. Ein herzlicher Empfang kann das kulinarische Erlebnis wirklich bereichern. Wie war das Menü? Die Speisekarte war recht umfangreich und bot eine Auswahl an Gerichten aus verschiedenen Küchen. Das klingt appetitlich. Fällt es Ihnen schwer, sich für eine Bestellung zu entscheiden? Ein wenig. Ich war hin und her gerissen zwischen der Pasta und den gegrillten Meeresfrüchten. Am Ende habe ich mich für die Meeresfrüchte entschieden. Ausgezeichnete Wahl. Frische Meeresfrüchte können so aromatisch sein. Wie war die Präsentation des Gerichts? Es war wunderschön auf dem Teller angerichtet, was es sowohl optisch ansprechend als auch lecker machte. Ich liebe es, wenn Essen gut präsentiert wird. Es trägt zum Gesamterlebnis bei, nicht wahr? Absolut. Dadurch fühlt sich das Essen zu etwas Besonderem an und es macht Spaß, gutes Essen mit Freunden zu teilen. Lektion 2: Aufgaben organisieren. Guten Morgen, Anna. Ich erstelle normalerweise eine To-Do-Liste, um den Überblick zu behalten. Machst du das auch? Ja, ich finde To-Do-Listen wirklich hilfreich. Wie ordnen Sie Ihre Aufgaben ein? Ich ordne Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Es hilft mir, mich auf das zu konzentrieren, was zuerst getan werden muss. Das ist ein kluger Ansatz. Verwenden Sie bestimmte Tools zum Erstellen Ihrer Listen? Ich nutze eine einfache App auf meinem Handy, aber manchmal schreibe ich es lieber auf Papier auf. Ich liebe es auch, Dinge aufzuschreiben. Es fühlt sich befriedigender an, Dinge durchzustreichen. Genau. Außerdem hilft es mir, mich besser an meine Aufgaben zu erinnern. Wie sieht es mit Fristen aus? Ich setze mir immer Fristen, um verantwortlich zu bleiben. Es hält mich motiviert. Das ist eine tolle Idee. Teilen wir unsere Tipps, wie man organisiert bleibt, mit unseren Freunden. Lektion 3: Eine Reise zurück. Hallo Anna, ich habe von einem Mann gehört, der einen Job als Redner in Boston, USA, gefunden hat. Das klingt interessant. Ist er dauerhaft dorthin gezogen? Nein, er kehrte jeden Sommer nach Brantford zurück. Er liebt seine Heimatstadt. Das ist schön. Es muss großartig sein, das Beste aus beiden Welten zu haben. Genau. Und während seines Aufenthalts in Boston lernte er jemanden kennen, der etwas Besonderes war. Hatte sie geheiratet? Ja, das hat er. Sie hatten eine wunderschöne Hochzeit im Freien in Brantford. Das hört sich herrlich an. Es ist wunderbar, bei einer Hochzeit verschiedene Kulturen zu vermischen. Sicher, es repräsentiert wirklich ihre gemeinsame Reise. Ich liebe es, solche Geschichten zu hören. Es zeigt, wie ortsübergreifende Verbindungen hergestellt werden können. Absolut. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen ihr Leben zwischen zwei Städten in Einklang bringen. Lektion 4: Aufgeregt für Abenteuer. Morgen, Anna, bist du bereit für unsere Reise? Hilf. Ich kann es kaum erwarten, eine neue Stadt zu erkunden. Was steht auf unserem Reiseplan? Ich habe einige Sehenswürdigkeiten, lokale Essensmöglichkeiten und sogar einen Museumsbesuch geplant.
Das klingt erstaunlich. Ich liebe es, lokale Küche zu probieren. Haben Sie bestimmte Gerichte im Sinn? Ja, ich habe gehört, dass die Meeresfrüchte dort unglaublich sind. Wir sollten es unbedingt versuchen. Pfeffer, ich bin begeistert. Wie wäre es mit Outdoor-Aktivitäten? Es gibt einen wunderschönen Park, in dem wir wandern können. Die Aussicht soll atemberaubend sein. Perfekt. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Es wird eine erfrischende Erfahrung sein. Ja, es ist die perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen und die Umgebung zu genießen. Lektion 5: Kundenprioritäten. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, was Kunden heutzutage wirklich priorisieren. Das ist ein interessantes Thema. Ich würde sagen, dass Bequemlichkeit ganz oben auf der Liste steht. Absolut. Menschen wünschen sich schnelle und einfache Lösungen für ihre Bedürfnisse. Klar, aber ich denke auch, dass Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Rechts. Viele Kunden bevorzugen Marken, die umweltfreundlich und verantwortungsbewusst sind. Es ist jedoch faszinierend, wie diese beiden Prioritäten manchmal in Konflikt geraten können. Ja, beispielsweise sind schnelle Lieferoptionen möglicherweise nicht immer die nachhaltigsten. Klar, für Unternehmen ist es ein Balanceakt, beiden Ansprüchen gerecht zu werden. Ich frage mich, wie sich Unternehmen an diese veränderten Prioritäten anpassen. Sie sind wahrscheinlich innovativ, um Lösungen zu finden, die sowohl Komfort als auch Nachhaltigkeit bieten. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Lektion 6: Der Wert von Gewürzen. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass Gewürze aus Indonesien damals in Europa sehr knapp und wertvoll waren? Riffel, das ist faszinierend. Was hat sie so wertvoll gemacht? Nun, Gewürze waren für die Konservierung von Lebensmitteln und die Verbesserung des Geschmacks unerlässlich. Das macht Sinn. Sie müssen sehr gefragt gewesen sein. Genau. Außerdem wurden sie in der Medizin und sogar in Ritualen verwendet. Riff, ich kann verstehen, warum Händler so begierig darauf waren, sie zu erwerben. Ja, es führte in dieser Zeit zu intensivem Wettbewerb und Erkundung. Es ist erstaunlich, wie Gewürze die globalen Handelsrouten und Kulturen beeinflusst haben. Absolut. Sie haben die Geschichte maßgeblich mitgeprägt. Lektion 7: Eine fruchtbare Diskussion. Hallo Anna, ich freue mich wirklich auf unser heutiges Treffen. Ich hoffe, ich bin absolut zuversichtlich, dass wir eine fruchtbare Diskussion führen werden. Welche spezifischen Themen sollten wir Ihrer Meinung nach behandeln? Ich glaube, wir sollten uns auf unsere Projektziele und Zeitpläne konzentrieren. Tolle Idee. Klare Ziele können unseren Fortschritt wirklich leiten. Ja, es ist auch wichtig, mögliche Herausforderungen zu besprechen. Ja, das frühzeitige Erkennen von Herausforderungen kann uns helfen, schneller Lösungen zu finden. Ich stimme zu. Auch unsere Erfolge sollten wir nebenbei feiern. Definitiv. Die Anerkennung von Erfolgen hält das Team motiviert. Lektion 8: Sich Zeit für uns selbst nehmen.
Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, sich Zeit für persönliche Aktivitäten zu nehmen. Du, sich Zeit für uns selbst zu nehmen, kann unser Wohlbefinden wirklich steigern. Welche Aktivitäten machen Sie in Ihrer Freizeit gerne? Ich liebe es zu lesen und lange Spaziergänge in der Natur zu unternehmen. Du, Ich genieße es, in der Küche zu malen und neue Rezepte auszuprobieren. das hört sich lustig an. Kochen kann eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und kreativ zu sein. Ja, es macht auch Spaß, die Mahlzeiten mit Freunden und der Familie zu teilen. Definitiv. Es ist wichtig, Arbeit und Privatzeit in Einklang zu bringen. Vereinbart. Haben Sie Last-Minute-Pläne für das Wochenende? Ich denke darüber nach, eine lokale Kunstausstellung zu besuchen. Du, Vielleicht hole ich etwas Lektüre nach und probiere ein neues Rezept aus. Lektion 9. Routedienstleistungen. Hallo Anna, ich habe gerade herausgefunden, dass das Hotel Zimmerservice und Wäscheservice anbietet. Tiffy, das war mir nicht bewusst. Könnten Sie mir bitte mehr erzählen? Sicher, der Zimmerservice ermöglicht es Ihnen, Speisen direkt auf Ihr Zimmer zu bestellen. Das ist praktisch. Wie wäre es mit dem Wäscheservice? Sie waschen und falten Ihre Kleidung für Sie. Sie müssen lediglich ein Formular ausfüllen. Klingt einfach. Gibt es für diese Dienste einen Aufpreis? Ja, es fällt eine geringe Gebühr an, aber aus Bequemlichkeitsgründen lohnt es sich. Definitiv. Ich liebe die Idee, im Zimmer zu entspannen, während meine Wäsche gewaschen wird. Genau, es macht den Aufenthalt viel angenehmer. Lektion 10. Inspektionsverfahren. Guten Morgen, Anna. Muss ich bei der Inspektion anwesend sein? Es ist nicht notwendig, aber es ist gut, bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Das macht Sinn. Was sollte ich für die Inspektion vorbereiten? Sie sollten alle relevanten Dokumente zur Durchsicht bereithalten. Aber gibt es bestimmte Dokumente, auf die ich mich konzentrieren sollte? Ja, stellen Sie sicher, dass Sie Wartungsaufzeichnungen und Sicherheitszertifikate beifügen. Okay, die werde ich gleich zusammentragen. Gibt es noch etwas, das ich beachten muss? Seien Sie einfach bereit, auf alle Bedenken des Inspektors einzugehen. Danke für die Tipps. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet. Lektion 11. Der Nervenkitzel des Spiels. Hallo Anna, hast du die Chicago Bulls diese Saison verfolgt? Hi John, ja, das habe ich. Ihr Gameplay war in letzter Zeit ziemlich aufregend. Ich stimme zu. Die Art und Weise, wie sie ihre Stücke aufführen, ist beeindruckend. Welcher Spieler sticht Ihrer Meinung nach am meisten heraus? Ich bin wirklich beeindruckt von Zach Lawine. Seine Geschwindigkeit und Beweglichkeit sind bemerkenswert. Absolut. Seine Fähigkeit, unter Druck zu punkten, ist außergewöhnlich. Haben Sie eines seiner Highlight-Reels gesehen? Ja, das habe ich. Die Dunks, die er vorführt, sind atemberaubend. Es scheint, als könne er mühelos über den Rand schweben. Seine Athletik kann sich in der Tat sehen lassen. Wie schätzen Sie Ihre Chancen in den Playoffs ein? Ich glaube, dass sie eine große Chance haben, wenn sie ihre derzeitige Dynamik beibehalten.
Die Teamchemie ist entscheidend, finden Sie nicht auch? Definitiv. Der Zusammenhalt unter den Spielern macht bei Spielen mit hohen Einsätzen einen erheblichen Unterschied. Wer wird Ihrer Meinung nach Ihre größte Konkurrenz sein? Ich denke, dass die Milwaukee Bucks ein harter Gegner sein werden. Ihre Erfahrung kann in entscheidenden Momenten bahnbrechend sein. Stimmt, aber die Bulls haben Jugend und Enthusiasmus auf ihrer Seite, die ebenso stark sein können. Es wird interessant sein zu sehen, wie es sich entwickelt. Lektion 12: Intelligente Entscheidungen im Haushalt. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche Smart Home Geräte ausprobiert? Hallo John, das habe ich. Ich habe mich mit intelligenten Thermostaten beschäftigt. Sie scheinen für Energieeinsparungen sehr praktisch zu sein. Das ist eine tolle Wahl. Glauben Sie, dass sie wirklich einen Unterschied bei den Haushaltsausgaben machen? Tiluf, viele Benutzer berichten von erheblichen Einsparungen bei ihren Energierechnungen nach der Installation. Das klingt vielversprechend. Welche anderen intelligenten Geräte erwägen Sie? Ich interessiere mich auch für intelligente Lichter. Sie aus der Ferne steuern zu können, ist faszinierend. Ja, und Sie können Zeitpläne festlegen oder Farben ändern. Es verleiht dem Wohnambiente ein lustiges Element. Ja, darüber hinaus können Sicherheitsfunktionen wie die automatische Beleuchtung während ihrer Abwesenheit Eindringlinge abschrecken. Das ist eine kluge Strategie. Haben Sie schon die Preise für diese Geräte verglichen? Das habe ich und ich habe ein paar Optionen gefunden, die recht budgetfreundlich sind. Schließlich ist es wichtig, Qualität und Kosten in Einklang zu bringen. In der Tat. Durch fundierte Entscheidungen können wir unseren Lebensraum verbessern, ohne unser Budget zu sprengen. Lektion 13: Dankbare Reisen. Guten Morgen, Anna. Ich wollte zum Ausdruck bringen, wie dankbar ich für deine Reisetipps bin. Hallo John, ich bin froh, dass Sie hilfreich waren. Reisen kann ohne die richtige Anleitung tatsächlich überwältigend sein. Sicher. Ihre Ratschläge zur Suche nach bezahlbaren Unterkünften haben meine letzte Reise viel einfacher gemacht. Ich bin begeistert, das zu hören. Es lohnt sich immer, auf Reisen Geld zu sparen. Was war Ihr Lieblingsteil der Reise? Ich habe es geliebt, die lokale Kultur zu erkunden. Die Zusammenarbeit mit den Bewohnern hat meiner Erfahrung eine einzigartige Note verliehen. Das ist wunderbar. Der Kontakt zu Einheimischen führt oft dazu, verborgene Schätze zu entdecken. Absolut. Ich habe mich auch über Ihre Empfehlung zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gefreut. Es war sehr praktisch. Ja, es ist oft die beste Möglichkeit, in die lokale Atmosphäre einzutauchen. Haben Sie schon über Ihr nächstes Reiseziel nachgedacht? Ich neige dazu, Japan zu besuchen. Die Mischung aus Tradition und Moderne fasziniert mich. Lektion 14: Vertrauen wiederherstellen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Vertrauen nachgedacht, besonders nach einer herausfordernden Erfahrung. Hallo John, Vertrauen ist in der Tat eine heikle Angelegenheit. Was ist passiert? Ich hatte ein Missverständnis mit einem Kollegen, das zu einem Vertrauensverlust führte. Es war schwierig, sich zurechtzufinden. Das klingt hart. Wie bist du damit umgegangen? Ich beschloss, das Problem direkt anzusprechen. Wir führten ein offenes Gespräch, um Klarheit zu schaffen. Das ist ein kluger Ansatz. Offene Kommunikation ist der Schlüssel. Hat es geholfen, das Vertrauen wiederherzustellen? Ja, das hat es.
Es ermöglichte uns, unsere Gefühle und Erwartungen auszudrücken. Welche Tipps würden Sie jemandem in einer ähnlichen Situation empfehlen? Ich würde empfehlen, transparent und konsistent zu sein. Vertrauen braucht Zeit, um wieder aufzubauen. Absolut. Kontinuität im Handeln stärkt die Glaubwürdigkeit. Was ist mit Vergebung? Wie wichtig ist das? Vergebung ist entscheidend. Es hilft, voranzukommen und öffnet die Tür zur Heilung. Fällt es Ihnen leicht zu vergeben? Anfangs war es eine Herausforderung, aber mir wurde klar, dass das Festhalten an Ressentiments mein Wachstum nur behinderte. Das ist eine tiefgreifende Erkenntnis. Die Konzentration auf positive Ergebnisse kann Beziehungen verändern. In der Tat, ich bin dankbar für Ihre Erkenntnisse. Sie schaffen Klarheit darüber, wie Vertrauen effektiv wiederhergestellt werden kann. Lektion 15. Hilfe bei Bedarf. Hallo Anna, ich bin kürzlich auf einige Kundenservice-Richtlinien gestoßen und fand sie ziemlich aufschlussreich. Hallo John, das klingt interessant. Was hast du gelernt? Ich habe herausgefunden, dass die Verfügbarkeit unterstützender Mitarbeiter, die den Kunden zur Seite stehen, ihr Erlebnis erheblich verbessern kann. Hilf. Schnelle Hilfe kann einen großen Unterschied machen, insbesondere wenn Probleme auftreten. Genau. Für Kunden ist es beruhigend zu wissen, dass Hilfe schnell verfügbar ist. Haben Sie in letzter Zeit einen guten Kundenservice erlebt? Ja, ich hatte eine hervorragende Erfahrung mit einem Technologieunternehmen. Sie leisteten sofort Hilfe, als ich auf ein Problem stieß. Das ist wunderbar. Was hat Sie an Ihrem Service am meisten beeindruckt? Das Personal war kompetent und geduldig, was die Lösung meines Problems viel einfacher machte. Das ist entscheidend. Geduld kann die Frustration der Kunden wirklich lindern. Glauben Sie, dass Unternehmen der Schulung ihrer Mitarbeiter Priorität einräumen? Ich glaube, es variiert. Unternehmen, die in Schulungen investieren, neigen dazu, ein kompetenteres Team aufzubauen. Was ist Ihre Perspektive? Ich stimme zu. Ein gut ausgebildetes Personal unterstützt nicht nur Kunden effektiv, sondern wirkt sich auch positiv auf die Marke aus. Lektion 16. Einzigartige Attraktionen in Ungarn. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, Ungarn zu besuchen? Hallo John, ja, ich habe gehört, dass es einige einzigartige Attraktionen gibt. Was fällt Ihrer Meinung nach auf? Budapest ist ein Muss, insbesondere die atemberaubende Architektur entlang der Donau. Das klingt wunderschön. Ich habe Bilder vom Parlamentsgebäude gesehen. Es sieht großartig aus. Das ist es wirklich. Die Mischung aus gotischem und Renaissance-Stil macht es zu einem der meist fotografierten Wahrzeichen. Gibt es außer der Architektur noch andere kulturelle Erlebnisse, die Sie empfehlen würden? Ja, das Probieren traditioneller ungarischer Gerichte wie Gulasch und Kaminkuchen ist ein Muss. Ich habe gehört, dass Kammenkuchen köstlich ist. Wird es normalerweise warm serviert? Genau, es ist frisch gebacken und hat eine süße, knusprige Außenseite. Ein perfekter Genuss beim Erkunden der Stadt. Lektion 17. Grundlegende Küchenwerkzeuge. Hallo Anna, ich habe meine Küche organisiert und festgestellt, wie wichtig die richtigen Werkzeuge sind. Hallo John, das ist ein toller Punkt. Was ist Ihrer Meinung nach in einer Küche wichtig? Auf jeden Fall ein gutes Set aus Messern, Messbechern und einen zuverlässigen Dosenöffner.
Die sind entscheidend. Scharfe Messer machen einen großen Unterschied bei der Essenszubereitung. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel einfacher das Kochen mit den richtigen Werkzeugen wird. Was ist mit Gadgets? Glauben Sie, dass sie in der Küche notwendig sind? Einige Geräte können hilfreich sein, wie eine Küchenmaschine oder ein Mixer, aber die Grundlagen sind wichtiger. Ich stimme zu. Das Beherrschen der Grundlagen kann zu einem angenehmeren Kocherlebnis führen. Genau. Es geht darum, einen funktionalen Raum zu schaffen, der ihre kulinarischen Fähigkeiten fördert. Lektion 18. Sternenbeobachtung und das Universum. Hallo Anna, hast du jemals die Sterne beobachtet und den Drang verspürt, sie zu berühren? Hallo John, ja. Es gibt etwas Magisches an der Sternenbeobachtung, das das Universum so nah erscheinen lässt. Genau. Wenn Sie die Sterne betrachten, scheinen sie der Erde ziemlich nahe zu sein, fast so, als würden Sie sie zum Erkunden einladen. Es ist faszinierend, wie die Weite des Weltraums so starke Emotionen hervorrufen kann. Haben Sie eine Lieblingskonstellation? Ich mag Orion wirklich. Die 3 Sterne in seinem Gürtel sind so erkennbar. Oshun ist wunderschön. Ich mag den Big Dipper. Es ist ein guter Ausgangspunkt für die Identifizierung anderer Sterne. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie diese Musterreisende seit Jahrhunderten leiten. Haben Sie schon einmal ein Teleskop benutzt? Ja, ich habe es einmal in einer örtlichen Sternwarte versucht. Die Details der Mondoberfläche zu sehen war atemberaubend. Das klingt unglaublich. Das würde ich gerne erleben. Das Beobachten der Sterne kann wirklich ein Gefühl des Staunens entfachen. Lektion 19. Zutaten für einen frischen Salat. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, einen frischen Salat zuzubereiten und mir ist klar geworden, dass wir einige wichtige Zutaten brauchen werden. Hallo John, das hört sich köstlich an. Was haben Sie sich für den Salat vorgestellt? Für einen klassischen Caprese-Salat benötigen wir frische Tomaten, Mozzarella-Käse und Basilikumblätter. Das ist eine fantastische Wahl. Die Geschmackskombination ist so erfrischend. Bevorzugen Sie die Verwendung von alten Tomaten? Ja, alte Tomaten verleihen den Salat einen einzigartigen Geschmack und lebendige Farben. Was ist mit dir? Ich liebe es, Avocados für die Cremigkeit hinzuzufügen. Sie ergänzen die Tomaten wunderbar. Tolle Idee. Avocados liefern außerdem gesunde Fette und machen den Salat sättigender. Ja, und ein Schuss Balsamico-Glasur würde den Geschmack noch verstärken. Absolut. Es ist erstaunlich, wie aus einfachen Zutaten also köstliches Gericht entstehen kann. Lektion 20. Jeans kaufen. Hallo Anna, ich dachte, wir könnten unseren Einkaufsbummel im Kaufhaus beginnen. Hallo John, das hört sich gut an. Gibt es eine gute Auswahl an Jeans? Ja, ich habe gehört, dass Sie eine Vielzahl von Stilen und Marken führen. Es ist ein großartiger Ort, um etwas zu finden, das gut passt. Das ist großartig. Es fällt mir immer schwer, die richtige Passform zu finden. Welchen Stil bevorzugen Sie normalerweise? Ich mag Jeans mit geraden Beinen. Sie sind vielseitig und bequem. Was ist mit dir? Ich bevorzuge Röhrnerns, weil sie gut zu verschiedenen Oberteilen und Schuhen passen. Das stimmt. Es ist wichtig, Optionen zu haben.
Suchen Sie heute etwas Bestimmtes? Ich hoffe, ein Paar mit hoher Teile zu finden. Sie liegen derzeit voll im Trend. Absolut. Jeans mit hoher Taille können schmeichelhaft sein. Schauen wir uns die verschiedenen Stile an, die Sie haben. Lektion 21, die Buschkinder. Hallo Anna, hast du schon einmal von den Buschkindern gehört? Hallo John, ja, das habe ich. Als sie aufwuchsen, standen sie vor solch einzigartigen Herausforderungen. Auf jeden Fall, vor allem, da sie 3 Brüder und 2 Schwestern hatten. Fest, es muss ein recht lebhafter Haushalt gewesen sein. Wussten Sie von der jüngsten Schwester? Ja, leider ist sie verstorben. Das muss für die Familie herzzerreißend gewesen sein. Tatsächlich ist der Verlust eines Geschwisterkindes ein schwerer Verlust. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach auf die anderen ausgewirkt? Ich glaube, es hat sie einander näher gebracht, aber es hat in ihnen auch ein Gefühl der Widerstandskraft geschaffen. Das ist eine interessante Perspektive. Welche weiteren Lehren können wir Ihrer Meinung nach aus Ihrer Geschichte ziehen? Eine wichtige Lektion ist, wie wichtig die Unterstützung der Familie in schwierigen Zeiten ist. Ja, und es unterstreicht auch die Stärke der Bindungen in der Kindheit. Würden Sie nicht zustimmen? Definitiv. Diese Erfahrungen prägen, wer wir später im Leben werden. Lektion 22, die Reise des Künstlers. Guten Morgen, Anna. Hast du schon einmal eine Künstlerausstellung gesehen? Hallo John, ja, das habe ich. Es ist faszinierend, Ihre Arbeiten ausgestellt zu sehen. Ich habe kürzlich erfahren, dass ein Künstler einen Großteil seines Lebens der Präsentation seiner Skizzen und Aquarelle gewidmet hat. Das ist beeindruckend. Auf welche Themen konzentrierte er sich? Er hat oft die Natur und das Alltagsleben eingefangen und ihnen ein außergewöhnliches Gefühl verliehen. Das ist schön. Ich liebe es, wie Kunst das Alltägliche in etwas Magisches verwandeln kann. Genau, es ermöglicht uns, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Haben Sie schon einmal versucht zu malen oder zu zeichnen? Ich habe, obwohl ich nicht sehr geschickt bin, ist es eine wunderbare Möglichkeit, sich auszudrücken. Ich stimme zu. Dabei kommt es nicht auf das Können an. Es geht um Erfahrung und Kreativität. Genau, jeder Schlag erzählt eine Geschichte, finden Sie nicht? Lektion 23. Navigieren auf neuen Flughäfen. Hi Anna, warst du schon einmal auf diesem Flughafen? Hallo John, nein, das ist mein erstes Mal hier. Es ist ziemlich groß. Es ist, wissen Sie, welches Terminal wir für unseren Flug benötigen? Ich glaube, es ist Terminal B, aber wir sollten vorsichtshalber die Schilder überprüfen. Gute Idee. Es ist immer am besten, dies zu bestätigen. Was haltet ihr vom Najut? Es ist etwas verwirrend, aber mir gefällt, wie organisiert alles wirkt. Ra. Flughäfen können überwältigend sein, doch sie haben einen gewissen Charme, finden Sie nicht? Ja, besonders wenn man sieht, wie verschiedene Kulturen zusammenkommen. Genau. Es ist wie ein Mikrokosmos der Welt. Was gefällt Ihnen am Reisen am besten? Es macht mir Spaß, neue Leute kennenzulernen und von ihren Erfahrungen zu erfahren. Das ist wunderbar.
Jede Reise hat eine Geschichte, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Lektion 24. Die Freude an Hunden. Hallo Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, dass manche Hunde ruhig und gehorsam sind? Hallo John, ja, das habe ich. Es ist schön, wenn Hunde ein so ruhiges Verhalten haben. Ich hatte einmal einen Hund, es war ein Cocker Spaniel. Sie sind für ihre Freundlichkeit bekannt. Das ist wunderbar. Cocker Spaniels haben so schöne, ausdrucksstarke Augen. Genau, sie können sehr liebevolle und treue Begleiter sein. Hatte Ihr Cocker Spaniel irgendwelche lustigen Macken? Oh, auf jeden Fall. Er jagte ewig seinen Schwanz hinterher und brachte damit alle zum Lachen. Das klingt bezaubernd. Hunde haben so einzigartige Persönlichkeiten. Das tun sie wirklich. Was ist mit dir? Hatten Sie ein Haustier? Ja, ich hatte einen Labrador. Sie war verspielt und liebte es, den Ball zu holen. Labore sind großartig. Sie sind so energisch und lebenslustig. Lektion 25. Einzigartigen Schmuck herstellen. Morgen Anna, macht es dir Spaß, deine Schmuckstücke zu entwerfen? Hallo John, ja. Normalerweise sammle ich verschiedene Perlen und Materialien zur Inspiration. Das klingt kreativ. Welche Arten von Perlen verwenden Sie am liebsten? Ich liebe es, Glas- und Holzspangen zu verwenden. Sie verleihen eine einzigartige Textur. Das sind großartige Entscheidungen. Haben Sie schon einmal versucht, eine Halskette herzustellen? Versuch. Als Ketten sind mein Favorit. Sie können so vielseitig sein. Ich stimme zu. Sie können sie für ungezwungene Ausflüge oder formelle Anlässe tragen. Ja, was ist mit Armbändern? Machst du sie auch? Ja, das tue ich. Ich denke, sie sind ein schönes Accessoire, das jedes Outfit ergänzen kann. Das sind sie auf jeden Fall. Ich liebe es, wie Schmuck den persönlichen Stil zum Ausdruck bringen kann. Definitiv. Jedes Stück erzählt eine Geschichte über die Person, die es trägt. Lektion 26. Der Moment der Ehrfurcht. Hallo Anna, hast du jemals einen Moment erlebt, in dem du eine Stille im Raum gespürt hast? Hallo John, ja, das habe ich. Es passiert oft, wenn etwas wirklich Bemerkenswertes passiert. Genau. Es ist dieses Einatmen, von dem jeder fasziniert ist. Ich erinnere mich, wie ich einmal einen atemberaubenden Sonnenuntergang sah. Alle hörten einfach auf zu reden. Oh, wie schön. Der Himmel kann manchmal unglaublich atemberaubend sein. Ja, und dann war sie da, ein Maler, der die Szene festhielt. Das muss magisch gewesen sein. Hat sie ein Meisterwerk geschaffen? Das hat sie. Es war so schön. Die Farben waren lebendig und lebendig. Solche Momente sind unvergesslich. Sie bleiben für immer bei uns, nicht wahr? Ruf. Sie erinnern uns daran, die Schönheit um uns herum zu schätzen. Ja, und sie inspirieren uns, aus diesen Erfahrungen unsere eigene Kunst zu schaffen.